Nahegelegen Ninh Binh, ein einstmal armes Bauerndorf, bevor der Tourismus Einzug in die Region hielt. Im Zentrum der Stadt liegen um die 2000 Ruderboote, die Besucher entlang der Karstfelsen auf einem Fluss entlang schippern. Gerudert wird mit den Füßen von den Bäuerinnen und Bauern, für sie ein kleiner Nebenerwerb. Aber ob sie an einem Tag überhaupt einmal drankommen oder nicht, hängt vom Besucheraufkommen ab. Sie bekommen eine Nummer, die nacheinander abgerufen wird. Haben sie Pech und kommen zu wenig Touristen, warten sie den ganzen Tag umsonst. Von den in Reiseführern und Prospekten versprochenen Bootsfahrt in die ruhige Natur abseits des Massentourismus ist nichts mehr übrig. Dennoch lohnt die Fahrt entlang den Felsen und den Reisfeldern. Schließlich besuchen wir die auf einem nahegelegenen Hügel gelegene Tam Kok Bish Dong Pagode. Hoch geht es rund 300 Stufen, teilweise durch eine Höhle. Erbaut wurde die Anlage um 1428 von zwei Mönchen, die durch die Ansicht des Flusses und der Berge bezaubert wurden. Wörtlich übersetzt heißt Tam Kok 3 Höhlen. Unser nächstes Ziel ist die Halong-Bucht, etwa 200 Kilometer östlich von Ninh Binh gelegen. Auf dem Weg bietet es sich an, eine Perlenzucht zu besichtigen. Hier erfährt man alles über die Entstehung von Zuchtperlen. Dazu werden Salzwasseraustern mit einem Kügelchen aus Perlmutt geimpft, das mit einem kleinen Stückchen Mandelgewebe einer Spenderauster umhüllt wurde. Nach einer Erholungsphase von einigen Wochen kommen sie in Käfigen in ein Austernbeet im Meer. Nachdem die Perlen sich voll entwickelt haben, erntet man die Austern und entfernt die Perlen. Ein Geschäft sorgt für die Finanzierung, Führungen und Besichtigungen sind kostenfrei. Angesichts des Touristenansturms dürften sie gute Geschäfte machen, zumal die Preise recht hoch sind. Wir sind in der Halong-Bucht mit dem Schiff unterwegs, eines der beliebtesten Reiseziele Vietnams. Zahlreiche Kalksteinfelsen ragen hier aus dem tiefgrünen Ozean heraus, können bis zu 200 Meter hoch sein und recht groß. Es sollen um die 2000 Felsen sein. Einen guten Überblick über die Wasserwelt hat man auf Tai Tof Island. Mehr als 400 steile Stufen führen zu einer kleinen Pagode. Stellenweise stockt es ob der Menschenmengen. Vinh Ha Long bedeutet Bucht des untertauchenden Drachens. In der vietnamesischen Kultur spielt der Drache eine wichtige Rolle. Einer erschuf der Legende nach diese Bucht. Tatsächlich war es Regenwasser, das in früheren Zeiten riesige Höhlen ausspülte, die nach und nach einstürzten. Vor rund 10.000 Jahren stieg der Meeresspiegel und wo einst Land war, ist heute die Drachenbucht. Seit 1994 ist die Halong-Bucht Weltnaturerbe der UNESCO.
Besucht wird auch die Lurengrotte. Sie lässt sich nur mit kleineren Booten befahren und führt in eine paradiesische, von Felsen umschlossene Bucht. Auch hier ist ordentlich was los. Man hat für die zahlreichen Besucher eine umfangreiche Infrastruktur geschaffen. Ein weiterer Hotspot ist die Sun Hot Cave. Mithin soll sie die schönste und längste Höhle in der Halong-Bucht sein. Auch hier schieben sich die Menschenmassen die Wege entlang. Man muss nur etwas zurückbleiben, dann wird es besser. Die Tenderboote zum Schiff, die erreicht man schon noch. Für uns ist die Halong-Bucht nicht unbedingt eine Top-Attraktion. Hier ist einfach zu viel los. Auch die versprochenen hölzernen Schunken sind Geschichte. Aus Sicherheitsgründen setzt man inzwischen moderne Schiffe ein.